Einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir sind jetzt bei der 7. Reihe der CSC Cellular Agriculture Starter Culture Vorlesungsreihe. Mein Name ist Saida Breuer. Ich bin von CELEC und genau, darf euch heute durch den siebten Programmpunkt leiten. Es geht heute um die zellulare Landwirtschaft auf dem Weg zu einem Businessmodell mit den Chancen und Herausforderungen. Ich freue mich dafür sehr, heute Dr. Hamid Nouri von The Cultivated Bee eingeladen zu haben. Genau, wie ihr sehen könnt, haben wir heute nur einen Vortrag. Das heißt, wir haben da ein bisschen mehr Zeit für einen Vortrag und können uns da viel Zeit lassen. Ich möchte gar nicht zu viel Zeit wegnehmen und würde gerne Hamid Nouri bitten, sich selbst vorzustellen. Ja, vielen Dank und vielen Dank für die nette Einladung. Ich bin Hamid Nouri. Von Hintergrund her bin ich Mathematiker und Physiker. Bin in Mathematik und Physik jeweils promoviert, in Medizin habilitiert und war über mehrere Jahre in der wissenschaftlichen Umfeld in unterschiedlichen Positionen tätig. Heute bin ich der CEO von The Cultivated Bee, die ich mitgegründet habe. Eine Firma, die sich als Technologie-Enabler in dem Bereich zellularer Landwirtschaft etabliert hat, mit dem Ziel, andere Firmen in diesem Gebiet, aber auch Forschungseinrichtungen zu unterstützen und zellulare Landwirtschaft zu einer Realität zu machen. That's it. Wunderbar, vielen Dank. Ich stoppe dann einmal meine Bildschirmpräsentation und dann kannst du gerne deine starten und loslegen, wenn du magst. Ich freue mich. So. Prima. Also wie vorhin gesagt, das Thema von dem heutigen relativ kurzen Vortrag ist über die zellulare Landwirtschaft auf dem Weg zu einem Businessmodell zu diskutieren, vor allem, wo die Chancen und Herausforderungen liegen. Wir haben unser Bestes versucht, daraus keinen Promotional Video für The Cultivated Bee zu machen, sondern so viel sinnvolle Informationen, die wir über die Jahre gesammelt haben, weiterzugeben, wie es nur möglich ist. Fangen wir vielleicht als erstes mit einer gewissen Motivation für das Thema zellulare Landwirtschaft an. Eins der Themen, dass man sich immer wieder fragt, wenn man ein Startup gründet oder generell, wenn man ein Geschäft gründet, ist, weshalb man es ja eigentlich tut. Nun, im Bereich zellulare Landwirtschaft gibt es unterschiedlichste Gründe, die einen motivieren könnten, das Thema anzugehen. Sehr viele kommen von dem Bereich Tierwohl, was ein sehr wesentliches Element auch darstellt. Wir leben in einer Zeit und in Zukunft wird es auch nicht viel anderes aussehen, wenn nicht stärker, wo die Population im Endeffekt mit einer gewissen Dynamik wächst. Und diese wachsende Population und wachsende Bevölkerung benötigt auch genügend Nahrung. Und diese Nahrung ist auch häufiger tierischer Natur. So ist es unvermeidlich häufiger, dass die Tierzucht industrialisiert wird und das ist dort, wo viele in legitimer Form auch Probleme damit haben. Das soll allerdings nicht das einzige Problem der jeweiligen Personen mit dem Thema sein. Es gibt allerdings auch andere wichtige Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Für uns als The Cultivated Bee war das, was uns hauptsächlich auch motiviert hat, die Tatsache, dass wir Menschen heutzutage sehr verschwenderisch mit Ressourcen umgehen. Wir verhalten uns so, als ob die Ressourcen in der Tat unendlich sind. Und das bezieht sich im Großen und Ganzen auf alles, was wir verbrauchen. Da war die Gedanke, was für einen Ansatz kann man finden, um diese verschwenderische Art und Weise besser in den Griff zu kriegen. Wenn man das schaffen sollte mit irgendeinem Ansatz, dann würde man auch tatsächlich nicht nur
dem Tierwohl was Gutes tun oder eben die Ressourcenknappheit entgegenwirken können, sondern würde man auch tatsächlich dazu kommen, für mehr saubere Luft zu sorgen, weil es generell einen Impact auf Klimawandel hat, aber auch würde es dazu führen, dass wir besser unsere Biosphäre schützen können. Im Großen und Ganzen sehen wir die zelluläre Landwirtschaft als tatsächlich eine Chance, als ein Teil, eine größere Lösung für das Ressourcenproblem. Einerseits, das dürfen wir nicht vergessen, in Zeiten von Klimawandel gibt es mehr und mehr Regionen, in denen kaum etwas angebaut werden kann, in denen es signifikanten Mangel an Wasser gibt. Aber auch die Populationsdichte steigt, würde die zelluläre Landwirtschaft eine Möglichkeit für die Optimierung der Flächennutzung anbieten und zeitgleich sowohl die Qualität als auch Quantität der Ernte zu erhöhen. Zelluläre Landwirtschaft vielleicht auch hier generell bezieht sich ja nicht nur auf den Feld Cultivated Meat, sondern das beinhaltet, zumindest aus unserer Sicht, auch die Felder der Präzisionsfermentation, aber auch Molecular Farming, das heißt genetische Optimierung von Pflanzen, so dass sie bessere und weitere Proteine produzieren können. Zusätzlich können wir uns auch das so vorstellen, dass die zelluläre Landwirtschaft auch zu nachhaltigeren Produktionswegen führt, die dann weniger Umweltverschmutzung mit sich bringen. Das bedeutet geringerer Verbrauch beispielsweise von Elektrizität und Energie und im Rückkehrschluss dann eben auch eine bessere Umweltmanagement, das damit einhergeht. Wir müssen uns auch überlegen, dass durch diese wachsende Bevölkerungsanzahl die Ressourcen, die existieren, nicht nur in der Verbrauch optimiert werden sollen, sondern höchstwahrscheinlich werden wir neue Ressourcenquellen benötigen, neue Nahrungsquellen benötigen. Das heißt, wir müssen die Welt nicht mehr für das nehmen, was es ist, sondern auch versuchen, kreativ es dazu zu bringen, dass es uns ermöglicht, die wachsende Bevölkerung gut und nahrhaft zu ernähren. Wir werden auch durch die zelluläre Landwirtschaft als eine Chance haben, dass die Innovation und eine Diversifizierung von Technologien eben Fahrt aufnehmen, denn generell Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft sind Felder, die eher sehr empirische Natur sind, sehr erfahrungsbasiert sind, aber nicht notwendigerweise von innen her innoviert wurden und mit Technologien anvertraut wurden. Man hat ganz moderne Harvesting Machines und Traktoren auf den Feldern, aber im Gegenteil zu vielen anderen industriellen Zweige würde die Landwirtschaft in ihren Essenz nicht revolutioniert. Und dann haben wir natürlich das Thema, die größte Chance, die auch hier kommt. Das ist nämlich, dass wir eine höhere Produktionsrate von Proteinen haben für die wachsende Bevölkerung. Und diese alternative Technologien führen auch zu skalierbarer Produktion von selteneren Proteinen. Nun meistens, wenn man auch vor allem aktuell die Mehrheit der Press Releases der Firmen anschaut, in meisten Fällen fängt man mit Proteinen an, wo man sich manchmal auch fragt, warum macht man es überhaupt? Die liegen ja doch ganz normal vor. Aber neben sozusagen Nahrung als eine Applikation kann man sich auch tatsächlich hier diese alternative Technologien für skalierbare Produktion von Proteine vorstellen, die auch in pharmazeutischer Industrie, in kosmetischer Industrie eingesetzt werden können und somit auch etwas seltener oder mit höheren Price Tags kombiniert sind. Nun, das waren die Chancen im Großen und Ganzen, die zelluläre Landwirtschaft mit sich bringen kann. Aber es gibt auch eine Reihe Herausforderungen. Und diese Herausforderungen
sind einerseits externe Natur und andererseits interne Natur. Die bekannteste Herausforderung externer Natur, dass das Feld zellulare Landwirtschaft hat und vor allem sämtliche Businessmodelle auch davon berührt sind, kommt von der aktuellen Lage der Regulatorik und Vorschriften im Bereich Lebensmittelsicherheit, Kennzeichnungspflichten und Produktionsstandards. Wir reden hier von einem absolut neuen Rohmaterial oder beziehungsweise von ganz neuen Herstellungswegen der Rohmaterialien, wo sowohl die Wege als auch das Endmaterial bis jetzt für Ernährung zumindest keine Anwendung gefunden haben. Anders sieht es aus in der pharmazeutischen Industrie. Aber in Ernährung hatten sie ihren Weg noch nicht gefunden. Und da gehen wir im Endeffekt einen unbekannten Weg. Natürlich möchten wir alle Firmen, die in dem Bereich zellulare Landwirtschaft tätig sind, die höchsten Standards haben, sowohl was die Gesundheit angeht, als auch was die Umweltmanagement-Thematiken angeht. Aber da sind eben viele offene Fragen und wie man es auch kennt, die regulatorischen Autoritäten und Behörden sind besonders langsam, wenn es darum geht, ganz neue Wege einzuschlagen. Wir sind jedoch optimistisch, dass das kommen wird. Bisher gibt es auch keine echte Zulassung für zellbasierte Lebensmittel in Europa. Und das bedeutet, es gibt auch keine Präzedenzfälle, wo wir uns darauf beziehen können, wie die Zukunft aussieht. Ich würde sagen, das ist eines der größten Herausforderungen, das das Feld hat. Aber das ist auch gekoppelt, das ist nicht separat zu betrachten, das ist gekoppelt mit der öffentlichen Wahrnehmung zu diesem Thema. Sehr häufig, beispielsweise wenn wir kultiviertes Fleisch uns anschauen, wird das Produkt mit Bezeichnungen wie Laborfleisch, künstliches Fleisch, artifizielles Fleisch etc. bezeichnet, was eigentlich eine negative Wahrnehmung, sei es passiv oder auch aktiv bei den Verbrauchern verursacht. Und es sind auch sämtliche Innovationen haben ihre Feinde und auch die sind hier vorhanden, die mit nicht notwendigerweise ganz akkurate Informationen versuchen, die Gedanken der Menschheit etwas zu beeinflussen. Das hat dann andererseits zur Konsequenz, dass die Menschen nicht genau sogar wissen, was das sein würde und sehr viele Bedenken haben in Bezug auf Sicherheit, Geschmack, aber auch ethische Aspekte. Da kann ich auch gerne später noch näher drauf eingehen, was zum Beispiel die ethischen Aspekte und Misconceptions in dem Bereich sind. Dann haben wir das Thema Zuschüsse und Finanzierung aus dem staatlichen und privaten Sektor. Das Feld hatte eine gewisse Aufbruchsstimmung vor 2-3 Jahren gehabt. Aber zugegeben, dadurch, dass auch eine Reihe Firmen overpromised haben und viele Dinge versprochen haben, die de facto nicht wirklich realisierbar waren, ist zumindest der private Sektor etwas langsamer geworden, was mittlerweile das Funding in dem Gebiet eingeht. Ich glaube, dass es sich demnächst wieder erholt, weil auch gerade im Jahr 2025 eine Reihe ganz spektakuläre Resultate zu erwarten sind. Aber das Jahr 2023 und auch das hiesige Jahr 2024 sind Jahre, die nicht notwendigerweise für einen besseren Wachstum in dem Feld sorgen. Und dann haben wir ein Thema, das teilweise damit eingekoppelt ist, wenn wir uns überlegen, sämtliche Investoren vom privaten Sektor definitiv sind natürlich daran interessiert, dass ihre Investments so früh wie nur möglich auch in Umsatz sich wandelt. Allerdings, wenn wir an den beiden ersten Punkten denken, dann sehen wir, dass es eine große Herausforderung ist, denn wenn Produkte noch nicht zugelassen sind und auch die öffentliche Wahrnehmung bestenfalls noch verbesserungsbedürftig ist, dann haben wir das Problem, dass hier die Marktnachfrage etwas Unberechenbares darstellt
und auch die Preisdynamiken in dem Bereich noch nicht ganz vorhersehbar sind. Wir haben dann auch einen ganz intern paradoxen Faktor. Wir haben vorhin es als eine Chance betrachtet, dass die zelluläre Landwirtschaft große Effekte, positive Effekte für die Umwelt haben kann. Aber wenn man nicht ganz vorsichtig ist, kann es auch ganz schnell dazu führen, dass diese ganzen umweltfreundlichen Faktoren wegfallen. Denn zelluläre Landwirtschaft benötigt eine Reihe von Rohmaterialien, damit es ganz effizient läuft. Und wir müssen uns jetzt schon, und ich hatte es auf dem ersten Slide auch gehabt, zirkuläre Landwirtschaft etc., wir müssen uns heute schon Gedanken darüber machen, wie wir diesen ökologischen Fußabdruck im Allgemeinen und nicht nur auf das Endprodukt betrachtet, so verbessern können, dass es im Vergleich zur traditionellen Landwirtschaft zumindest nicht schlechter ausfällt. Denn das ist ja eines der hauptsächlichen Chancen, dass es mit sich bringt. Und natürlich gibt es diese öffentliche und staatliche Druck hinsichtlich Nachhaltigkeit. Das ist ein sehr legitimer Druck. Dieser Begriff Druck hat meistens eine negative Konnotation, aber in diesem Fall ist es eigentlich etwas Positives, denn es bietet ja eine Chance an, dass man es verbessert. Nichtsdestotrotz muss man das bedenken, dass man hier jetzt schon sich Gedanken darüber machen muss, wie diese Technologien noch nachhaltiger sein können. Etwas, was andere Industrien in der Form nicht hatten. Wenn wir an Automotive-Industrie denken, die ersten Autos, die gebaut wurden, die waren von jederlei Hinsicht ineffizient. Und es hat fast ein ganzes Jahrhundert gebraucht, bis man überhaupt an Nachhaltigkeit gedacht hat. Jetzt muss jede neue Technologie, die entwickelt wird, schon von Anfang an drüber nachdenken. Das reduziert natürlich die Geschwindigkeit der Innovation bis zu einem gewissen Grad, kann aber auch eine Riesenchance sein. Andererseits, dass man ganz neue Technologien entwickelt. Dann kommen wir zu das generelle technologische Ökosystem, das man dafür benötigt. Und hier kommen wir zu etwas, was ganz spannend ist. Wir sind der absolute Überzeugung, dass man in diesem Gebiet auf interdisziplinäre wissenschaftliche Zusammenarbeit angewiesen ist. Nichtsdestotrotz, gerade wenn man sich Startups oder jüngere Unternehmen anschaut, die sind besonders protektiv, was ihre angeeignete Wissen und Technologien angeht. Wir sind hingegen der Meinung, auch wenn wir absolut das respektieren, dass ein einziger das nicht stemmen wird und dass es sehr wichtig ist, dass man hier synergisch zusammenarbeitet und auch unterschiedlichste Technologien, künstliche Intelligenz, Präzisionsfermentation, Robotik miteinander verbindet, um tatsächlich diese Anforderungen, die wir hier auf diesem Slide sehen, zu adressieren. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, was in den mindestens letzten 6 Monaten für mich eines der essentiellsten Punkte auch darstellt, gerade auch was unsere externe Kommunikation angeht. Und das ist eine echte synergische Zusammenarbeit mit traditioneller Landwirtschaft und pflanzlicher Alternative. Das Ziel von zellulärer Landwirtschaft, zumindest aus meiner Sicht, sollte nicht sein, die traditionelle Landwirtschaft zu ersetzen. Es soll eigentlich eine Bereicherung darstellen, dass es zu einem optimalen Win-Win-Win-Szenario führt. Das eine Win ist bei der Seite von Biotechnologien wie wir, wo wir dann versuchen, unsere Bestes zu geben, damit die Menschheit auch Zugang zu dieser absolut neuen Tech hat. Aber andererseits, wir möchten auch, dass die Landwirte von dieser neuen Technologie profitieren. Es kann nicht sein, dass wir hier versuchen, uns selbst abzuschaffen, indem wir nur ein Praising und ein Lob für die modernen Technologie aussprechen und unseren Herkunft sozusagen hier außer Acht lassen und verlieren. Und der letzte Winner in dieser Kalkulation ist aus meiner Sicht der Konsument am Ende, der gesündere, aber auch gegebenenfalls günstig, nicht im Sinne von billig, sondern günstig im Sinne von mehr affordable Alternativen erhalten kann. Also das ist für uns mittlerweile
eines der wichtigsten Messages, die wir geben können. Das ist eine Herausforderung und eine Chance zugleich und etwas, wo nicht notwendigerweise alle zelluläre Landwirtschaftsfirmen die Meinung teilen, aber wir sind definitiv der Überzeugung, ohne die Landwirte geht es nicht und da wollen wir auch sehr stark daran setzen. Neben der externen Herausforderungen haben wir auch eine Reihe interner Herausforderungen. Ein paar davon habe ich teilweise da schon adressiert. Eines der bekanntesten internen Herausforderungen, das das Feld mit sich bringt, ist die Tatsache, dass eine Reihe der Technologien, die existieren bereits auf beiden Bereichen, sowohl in der Ernährungsindustrie, in der Lebensmittelindustrie, als auch in der biotechnologischen Bereich. Das Problem, was wir jedoch haben, ist, dass sie nicht notwendigerweise kompatibel sind. Das ist ein Thema, das Systemingenieure sehr gut kennen, wo die Interfaces, die Übergänge zwischen zwei Technologien miteinander nicht kompatibel sind. Als eine Analogie dafür, das können wir uns sehr leicht vorstellen. Stellen wir uns einfach vor, wir haben 4 Reifen von einem Mini, Chassis von einem Land Rover und Motor von einem Porsche. Auf dem Papier haben wir alle Komponenten, die ein Auto ergeben. Was allerdings nicht am Ende passiert, ist ein Emergent Behavior, sodass diese unterschiedlichen Reifetechnologien miteinander so gut zusammenarbeiten, dass ein sauber fahrendes Auto daraus entsteht. Das ist das, was wir hier haben. Wir haben enorme Fortschritte im Bereich Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelindustrie und sehr gute Fortschritte im Bereich Biotechnologie, aber die sind noch nicht kompatibel. Und daran arbeiten wir, aber auch andere Unternehmen. Unser Ansatz war beispielsweise Bioreaktoren zu konzipieren und zu bauen, die auch Lebensmittelhersteller, die typischerweise jetzt nicht Process Engineers oder Biotechnologen auf dem Payroll haben, dass sie das einfach bedienen können, ohne ihre Kultur zu ändern. Es gibt auch eine Reihe Herausforderungen, die inhärent in dem Bereich zelluläre Landwirtschaft sind, denn dieses Gebiet hatte bis jetzt ganz andere Fragen zu beantworten. Nehmen wir mal kultiviertes Fleisch als ein Beispiel. Dieser Bereich kultiviertes Fleisch kommt eigentlich von Tissue Engineering, von Gewebeherstellungstechniken. Teilweise ist es da sehr weit gekommen. Allerdings, da sind die Anforderungen und die Fragestellungen ja anders. Wenn wir auch an Präzisionsfermentation denken, das ist eine Technologie, das schon seit 70ern von der pharmazeutischen Unternehmen eingesetzt wird, um Biologic Drugs zu produzieren. Aber jetzt wollen wir ganz andere Proteine produzieren, die für Lebensmittel sich taugen. Und das bedeutet auch, sie müssen günstiger sein. Und das ist eins dieser Herausforderungen, die inhärent in dem Gebiet reingehören. Das Tech haben wir müssen es allerdings jetzt so machen, dass es auch wirklich für das Feld funktioniert. Und das geht Hand in Hand jetzt mit Skalierbarkeitsthematik. Viele der Methoden funktionieren sehr schön auf Labormaßstab. Die Mehrheit der Startups, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, bestehen aus sehr kompetenten Wissenschaftlern, die in der Lage sind, auf Laborskala exzellente Resultate zu erzielen. Aber diese Transition, sozusagen der Übergang von Laborskala auf wirklich industrielle Skala, das man benötigt, um auch einen Price Tag an die Proteine zu haben, dass die normale Menschen bezahlen können, das ist etwas, was noch nicht erreicht ist und eines der größten Herausforderungen darstellt. Nochmal, hier ist auch, ich meine, dieser Begriff Herausforderung, das hat ja eine subjektive Komponente in sich. Das sind Herausforderungen aus meiner oder aus unserer Sicht. Das muss nicht von jedem geteilt werden, aber das hat dann dementsprechend auch eine philosophische Komponente in sich. Und die philosophische Komponente hierbei ist, dass wir nicht der Meinung sind, zelluläre Landwirtschaft soll zu einer Technologie werden, dass nur reiche Menschen verfügbar ist, sondern wir glauben, das hat das Potenzial, die gesamte Menschheit zu bedienen. Wenn es so sein sollte, dann muss der Price Tag tatsächlich stimmen. Wir haben dann das Thema Betriebseffizienz. Nochmal, das ist wirklich sehr konvergent von dem einen Thema in das andere. Sollten wir Skalierbarkeit haben, dann haben wir hier Themen
Wie schaffen wir es im Sinne von Betrieb, Überwachung, Standards, Energy Management, Ressourcenmanagement, so dass es absolut optimal ist? Wie können wir diese Zellen so kultivieren, dass sie so wenig wie nur möglich verbrauchen und so viel wie nur möglich produzieren in geringster Zeit, wie es nur möglich ist? Und dann auch noch, wie können wir zirkuläre Ansätze hier reinbringen, sodass wir so wenig wie nur möglich Müll haben? Denn wenn wir so zirkuläre Ansätze haben, dann ändern sich auch die Zahlen, die wir in unseren Business Cases meistens wiedergespiegelt sehen. Wir denken auch, dass eines der wichtigsten Themen, das kommt wieder zurück auf das Beispiel mit dem Auto, das ist, dass die Lösungen ganzheitlich zu betrachten sein müssen. Wenn wir ganz hochdimensionale Probleme haben, und da spricht der Mathematiker jetzt aus mir, da ist es nicht ganz einfach, dass man entlang einer Achse optimiert. Denn wenn man das tut, ist man normalerweise nicht in das globale Optimum reingekommen. Daher braucht man hier in der Tat häufiger ganzheitliche Lösungen, die viele unterschiedliche Aspekte berücksichtigen. Ein abstraktes Beispiel ist, wir arbeiten jetzt gerade mit einem Unternehmen an ein alternatives Protein. Und eins der Fragestellungen, die wir hier versuchen zu optimieren, was gerade sehr kompliziert ist, ist der Grad der Reinheit versus sozusagen letztendlich der Price Tag, Standards, Funktionalität, das alles damit einhergeht. Und das ist dort, wo man eine ganzheitliche Lösung eher benötigt, als eine eindimensionale Lösung. Also man würde nicht entlang nur vom Preis das machen, sondern entlang der Funktionalität etc. Und da merken wir, dass zumindest von Seiten der Lebensmittelhersteller, und in diesem Fall sind das unsere Partner, merken wir, dass da die richtige Einstellung bereits existiert. Das heißt, dass die das bereits ganzheitlich sind. Somit ist es die Hauptaufgabenstellung von Firmen, für Firmen wie unsere, die Lösungsansätze auch ganzheitlich zu präsentieren. Dann haben wir das Thema Nicht-GMO-Alternativen. Nun, hier und kann man tatsächlich auch ganz kritisch sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber wir sind der Meinung, man muss hauptsächlich darauf hören, was der Konsument, was der Kunde am Ende wünscht. In Europa ist der aktuelle Sicht der hauptsächliche Konsumenten so, dass sie eher auf GMO verzichten wollen. Und da ist es ganz wichtig, dass während wir Ansätze entwickeln, auch besonders viel darauf achten, dass auch Nicht-GMO-Alternativen damit entstehen. Und nicht als letztes, wir hatten es vorhin als externe und jetzt auch als interne Herausforderung. Man braucht eben diese interdisziplinäre Teams. Allerdings ist es zumindest meine Erfahrung aus auch früherer akademischer Karriere, dass es keinen Sinn macht, dass man einfach random Leute mit unterschiedlichen Expertisen in einen Raum tut und hofft, dass sie miteinander interagieren können. Da muss man als Arbeitgeber auch besonders darauf achten, dass sie kompatibel sind und dass die Leute diese interdisziplinäre Denkweise bereits mit sich bringen. Und damit man es schaffen kann, braucht man auch sehr viele Kooperationen mit Universitäten, Colleges etc., so dass man diese neuen Talente bereits mit dieser Denkweise kreieren kann. Nun, das ist wieder aus unserer Sicht die Charakteristiken, die ein Unternehmen tatsächlich benötigt, um in dem Gebiet erfolgreich zu sein. Jetzt, da könnten auch Business-Experten ganz andere Faktoren mit berücksichtigen. Wir schauen uns das gerade aus der wissenschaftlich-technologisch-pragmatischen Perspektive an. Wie vorhin gesagt, wenn wir die Herausforderungen sehen, dann kann man ja natürlich davon ausgehen, dass die Charakteristiken irgendwo diese Herausforderungen inhärent adressieren müssen. Im Bereich R&D, Forschung und Entwicklung, aus meiner Sicht benötigt man interdisziplinäre wissenschaftliche Teams, die auch konvergent und synergisch miteinander arbeiten können. Und sehr wichtig, wo es genügend flach hierarchische
Prozesse und Strukturen gibt, dass Kreativität nicht runtergeht. Das ist ein Gebiet, wo vieles noch unerkundet ist, sehr vieles explorativ läuft und dieses Gebiet ist sehr auf Kreativität angewiesen. Aktuell ist der Fokus der Arbeit bei vielen Unternehmen die Entwicklung von schützenswertem geistigen Eigentum. Das ist im Endeffekt eine Technology-Enabler-Sichtweise. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass wir so langsam dahin gehen können, dass wir auch Open-Source-Möglichkeiten hier reinbringen, zusätzlich zu dem, was eigentlich den Wert eines Unternehmens ausmacht, nämlich in der Tat geistiges Eigentum, das wirklich schützenswert ist. Wieder von den Herausforderungen abgeleitet, Kooperationen, Kollaborationen, Partnerschaften sind essentiell, aus denen lernt man enorm viel, aber man schafft auch damit, viele der Fragestellungen Schritt für Schritt zu beantworten. Das ist kein Weg, den man alleine gehen kann. Wenn man gut verpartnert ist, zum Beispiel mit akademischen Organisationen, aber auch mit regulatorischen Institutionen etc., würde man es ultimativ schaffen, für Aufklärung sowohl in der Gesellschaft zu sorgen, als auch in der regulatorischen Behörden und ultimativ es erreichen, dass die Konsumenten am Ende ganz gesunde, hochwertige Produkte konsumieren können, die auch eine bestimmte regulatorische Prozess durchlaufen sind, aber auch genügend peer-reviewed wurden und genügend, so dass man genügend sich auch kritisch damit auseinandergesetzt hat. Für Unternehmen ist es auch besonders wichtig, dass sie, wenn sie nicht die Infrastruktur zur Skalierung von Bioprozessen haben, zumindest diese Denkweise die ganze Zeit mit sich tragen, dass sie das ultimativ benötigen würden. Denn vieles, was auf Laborskala ganz gut funktioniert, könnte tatsächlich auf industrielle Skala scheitern. Und das ist dort, wo wir der Meinung sind, optimal hat man die Infrastruktur und wenn man es nicht hat, sollte man sich schon damit auseinandersetzen, denn jede Firma, das auf einem zukommt, um beispielsweise eine Partnerschaft anzugehen, wird am Ende nach dem Price Tag des Produktes fragen. Und das kann man nur dann beantworten, wenn man diese Skalierungsthemen sich angeguckt hat. Das hat zwei Dimensionen. Einmal die Capital Expenditures, also die ganzen Gerätschaften, die man sich anschaffen muss, um das Prozess zum Laufen zu kriegen. Und auf der anderen Seite auch das APEX, also die operativen Kosten, die anfallen, wenn man so ein Produkt produzieren möchte. Und last but not least ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe es auf beiden vorigen Folien diskutiert. Es ist eigentlich eine wichtige Verantwortung für alle Firmen in dem Feld, wenn man schon einmal die Gelegenheit hat, da nachhaltig sich mit den Themen auseinanderzusetzen, die Prozesse, die sie entwickeln, auch immer entsprechende Nachhaltigkeitsprinzipien zu checken und den Weg einzuschlagen. Nun, wie versuchen wir es zu machen? Wir haben eben von Tag 1 daran gedacht, dass es nicht nur auf einen Fuß gesetzt werden kann, weil wir ja unterschiedliche Technologien haben, die wir miteinander in integrativer Form zusammenbringen wollen. Das ist diese ganzheitliche Denkweise. Wir haben the Cultivated Bee, das wir als erstes etabliert haben in Deutschland, in Heidelberg, das sich tatsächlich in erster Linie mit Forschung und Entwicklung im Bereich kultiviertes Fleisch und Präzisionsfermentation in Laborskala beschäftigt. Und dann haben wir Prefer Industries und then Factorial Biomachines in Kanada. Prefer Industries in Kanada ist im Endeffekt die Aufskalierungsarm von der Cultivated Bee. Also Dinge, die wir in Cultivated Bee in Deutschland auf Laborskala erzeugen, schaffen wir hier in Prefer Industries in größerer Skala zu produzieren, das uns dann auch die Möglichkeit gibt, einen Preislevel für diese Dinge zu definieren. Und ich habe vorhin auf der vorigen Slide erwähnt,
dass diese Preislevel sich aus unterschiedlichen Elementen zusammensetzt. Einmal den CapEx und einmal den OpEx. So, wenn wir uns jetzt Preferred Industries als den OpEx-Teil davon vorstellen, N-Factorial Biomachines ist sozusagen, was der CapEx darstellt, wo wir Bioreaktoren herstellen, die fit for purpose sind und somit auch ganz andere Price Tags haben. Also das erlaubt das Feld auch tatsächlich Fahrt aufzunehmen, denn die Reaktoren machen das, was man benötigt und nicht mehr. Und somit sind sie besonders geeignet für die cellulare Landwirtschaft Anwendungen. Wir hatten dann auf dem Slide auch die Partnerschaftselemente. Nun, es ist ganz schlecht im Stil, wenn man etwas predigt, aber selbst nicht tut. Wir haben eine Reihe Partnerschaften. Unglücklicherweise eine Reihe Partnerschaften erlauben uns auch nicht darüber offen zu sprechen, wenn wir vor allem für sie Auftragsforschung betreiben. Dementsprechend ist diese Liste de facto deutlich größer, als wie es aussieht. Aber wir haben Partner aus der Industrie. Unsere Firma ist eine Firma, das im Rahmen von der Konzern in Family Foods gegründet wurde. Wir arbeiten mit in Family Foods direkt zusammen. Wir arbeiten mit unseren Schwesterfirma, der Plantly Butchers, zusammen. Aber wir arbeiten auch mit Firmen wie Siemens, Hamilton und Watson-Marlow zusammen. Ich habe vorhin erwähnt, dass es auch besonders wichtig ist, mit Universitäten zusammenzuarbeiten. Wir haben hier 4 Kooperationen, über denen wir offen reden können. McMaster, Danish Technical University, KIT und UC Davis. Wir sind Teil von einer Reihe von Netzwerken auch, weil die besonders wichtig sind, da verpartnert zu sein. Einerseits für uns, um die aktuellen Trends zu erkennen, aber auch andererseits für die anderen, um zu sehen, was wir gerade tun. Wie gesagt, das ist ein Weg, den wir nicht alleine gehen können. Und wir achten auch darauf, dass wir, soweit es uns möglich ist, eine gute Beziehung mit politischen und Regierungsorganisationen pflegen, aber das soweit es uns möglich ist, überparteiisch und weitgreifend im Interesse von allen im Bereich zellulare Landwirtschaft. Diese ganzheitliche Denke, was ich vorhin gesagt habe, das ist eben dann in unserer Produktportfolien auch reflektiert. Wir haben konvergente Technologien. Wir arbeiten beispielsweise, wie ich vorhin gesagt habe, an Zellkulturen. Diese verbessern wir mit GMO- und Non-GMO-Technologien. Wir arbeiten im Bereich TCB Raw an Ansätze für Präzisionsfermentation, tierfreie Produktion von Proteine, Lipide, aber auch an Optimierung von Kulturmedien für besseres Wachstum von diesen Zellen. Und wir produzieren das Hardware dafür. Und das alles konvergiert dann für uns in Lösungen, die wir optimal irgendwann mal, wenn die Menschheit soweit ist, auch als Factory as a Service liefern können, mit Anwendungen, die, wie ich vorhin gesagt habe, nicht nur im Bereich Lebensmittelindustrie sind, sondern auch Pharma- und Kosmetikindustrie abdecken. Bisschen Deep Dive zu Fit-for-Purpose-Reaktoren. Das Bild, was ihr hier auf der linken Seite seht, das ist tatsächlich unsere Benchtop Bioreaktor, wie es in Anuga dieses Jahr gezeigt wurde. Die ganze Gedanke dahinter war folgendes. Wir wollten einen Bioreaktor machen, das in etwa so ist wie der Apple zu der Nokia oder zu der BlackBerry zu dem Zeitpunkt. Das bedeutet, wir wollten ein System, das so simpel zu bedienen ist, dass man keine akademische Ausbildung benötigt, um es tatsächlich zu bedienen und damit umzugehen. Und das ist uns relativ gut gelungen, indem wir das Human-Machine-Interface so weit wie es nur ging vereinfacht haben. Hinzu kommt, dass wir auch Rezepturen da rein integriert haben, sodass man eigentlich kein Wissen zu Process Engineering weder für tierische noch für Hefe oder bakterielle Kulturen benötigt. Das sind in der Tat nur 4 Knopfdrücke, bis man das System dazu bringt, dass es wirklich läuft. Das hat
enorme Konsequenzen im Nachhinein auch für Kosten. Einerseits ist das System natürlich Premium, aber im Sinne von Kosten günstiger, weil es fit for purpose ist und nicht alle Fälle bedienen kann. Aber Kosten sind auch reduziert, weil Lebensmittelindustrie jetzt nicht hingehen muss und Leute, promovierte Mitarbeiter aus Process Engineering sich aussuchen muss und einstellen muss, sondern die Mitarbeiter, die bereits da arbeiten, können damit ganz einfach umgehen. Und die Systeme sind so gebaut, dass eine einfache Skalierung mit dem gleichen System auch ohne weiteres möglich ist. Zu Zelllinien und Zelltypen, das ist ein sehr kritisches Thema. Und ich versuche hier jetzt leicht Abstand von einem Werbeslide zu nehmen und eher auf die Hauptthemen zurückzukommen. Wenn wir an die Pharmaindustrie denken, die Pharmaindustrie hat gerade, wenn es um Biologic Drugs geht, ein paar Zellen, die perfekt standardisiert sind und die im Endeffekt überall auf der Welt für die Produktion von den gleichen Impfstoffen oder gleichen Medikamente in gleicher Form genutzt werden können, wie zum Beispiel die Chinese Hamster Ovary Cells, die CHO Cells sozusagen, oder die HEK Cells. Dieses Feld Cultivated Meat hat sowas noch nicht. Und das ist etwas, das wir als besonders wichtig erachten, nachdem wir dieses Riesenportfolio aufgebaut haben. Wir denken, dass es besser ist, dass man standardisierte Zellkulturen hat, die, ob man es jetzt in Dresden, in Berlin, in Montreal oder Toronto oder eben in Sao Paulo macht, dass sie mit den gleichen SOPs, mit den gleichen Medien behandelt werden können. Das ist ein bisschen die Globalisierung von dieses Wissen und das kann nur durch Standards laufen. Damit man überhaupt dahin kommt, dann so eine Technologie zu entwickeln, braucht man so ein Portfolio, um daraus die geeigneten standardisierbaren Zellkulturen etc. zu identifizieren. Und wie ich vorhin gesagt habe, wir schauen global, aber wir achten auch auf die europäischen Konsumenten und dementsprechend haben wir auch eine Reihe Non-GMO-Ansätze hier gehabt und wir fokussieren uns im Gegenteil zu den einen oder anderen Firma auf Domestified Animals, auf Tiere, die hauptsächlich auch industriell aktuell gezüchtet und dann auch geschlachtet werden. Also wenn wir diese Tierwohl-Thematik im Kopf haben, dann ist das hier der Ansatz. Auch das geht gut mit Nachhaltigkeit einher. Ob man wirklich Mammutzellen benötigt oder ein Hackbällchen aus Mammut oder aus irgendwelche Endangered Animals essen möchte. Also ich glaube nicht, dass die Menschheit das tatsächlich als größte Sorge hat. Und dann haben wir das letzte Thema hier und das ist das, was wir in Prefer Industries machen. Ich denke, das ist besonders wichtig, weil das auch komplementär zu kultiviertes Fleisch sein kann. Hier geht es darum, dass wir eben, also bei kultiviertes Fleisch züchtet man die Zellen in einen Reaktor und die Zelle selbst ist sozusagen das Endprodukt. Im Bereich Precision Fermentation geht es darum, dass die Zelle selbst so eine Maschine wird, das Proteine oder Peptide produzieren kann. Und diese Cellular Factory sozusagen, wenn man ganz schlau das macht, ist besonders fähig, ganz interessante Inhaltsstoffe für unterschiedliche Industrien zu erzeugen, die einerseits die Technofunktionalität verbessern können, die können zu besserer Schaumbildung führen, zu besserer Elastizität führen, schönere strukturelle Eigenschaften mitbringen, die könnten aber auch natürliche Farbstoffe sein, sie könnten die biologische Effizienz von der Ernährung verbessern, Nährstoffgehalt kann besser werden. Also wenn wir nicht nur in den nächsten 10 Jahren denken, sondern in den nächsten 50 Jahren, dann ist es auch so, dass wir auch darüber nachdenken können, wie wir die Menschheit besser ernähren können. Also wie wir die Nährstoffe, also im Gegenteil zu was McDonald's heutzutage tut oder seit Jahren tut, wo man im Endeffekt daran setzt, die Menschheit zu ernähren, aber die Nährstoffe spielen eine zweitrangige Thematik. Hier könnte die nächsten 50 Jahre so aussehen,
dass man auch an diese Nährstoffe arbeitet. Und das können auch so Riesenfirmen wie McDonald's oder Burger Kings dieser Welt sein, die das tatsächlich tun. Aber das ist etwas, was von der Precision Fermentation Industry kommt. Und damit bin ich auch am Ende meines Vortrages und freue mich auf die Frage.